for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu Red Dead Redemption. Ja, wir hatten ja eine kleine Umfrage im Community-Tab, ob wir zuerst Red Dead Redemption 1 spielen sollen oder zuerst Teil 2. Das wäre nämlich dann die Story-Reihenfolge gewesen. Teil 1 spielt nach Teil 2. Aber die meisten von euch hätten es gerne in der Release-Reihenfolge und darum fangen wir heute mal ein bisschen mit Red Dead Redemption an. Ihr kennt das von mir. Facecam gibt es, je nachdem, wie ich mich danach fühle. Der Start jetzt mal ohne. Wir werden auf jeden Fall irgendwann im Projekt auch mit der Facecam spielen. Na, ihr kennt das ja schon von Gothic. Ja, Red Dead Redemption. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Teil 2 ist, würde ich sagen, fast sogar mein Lieblingsspiel nach Gothic. Junge, geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Okay, du kommst schon klar. Ja, und wir beginnen hier mit John Marston, der hier in dem kleinen Örtchen Armadillo angekommen ist. Und was seine Story ist, werden wir eventuell in Zukunft erfahren.
must be John Marston. Das ist richtig. I'm Manchmal. Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Hallo Jake zu den Pferden. Na, das machen wir doch mal direkt. Wenn Jake mal rausgehen würde. Geh doch mal weg, Jake. Didn't see you there. Natürlich nicht. Du hast mich doch nicht gesehen. Well, here, let's mount up and hit the trail. Okay, welches ist meins? Is that right? Das hier? Okay. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Ich hoffe übrigens, dass alles soweit läuft mit dem Spiel. Na, das müsste eigentlich, also sollte alles laufen. Aber man kann ja nie wissen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt in ein paar Tagen... That's right. Ain't taking nobody up to the Ach, fort wir in lassen a jetzt mal long quatschen. time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt auf jeden Fall demnächst der Port für die... Ach Leute, für die Switch und die PS4 raus. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landed. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Ja, jedenfalls der Port kommt demnächst raus und es ist wie gesagt nur ein Port, es ist kein Remaster, es ist kein Remake. Was ich sehr schade finde, es gibt so viel Potenzial mit diesem Spiel. Und es sind nicht einer für 50 € auszugeben. Warum spielen wir die alte Version? That's right. Red Dead Redemption ist von 2011, 2010, irgendwie so in dem Dreh. Und ja. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Ich habe das Ganze noch von damals von meiner PlayStation 3. Das sind die einzigen PlayStation 3 Spiele, die ich behalten habe, als ich damals meine PS3 verkauft habe. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Da, achso. Ja gut. Da habe ich jetzt verpasst durchs Quatschen. I'm sorry. Ich habe mir den Kadaver nicht angeguckt. Fort Mercer. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Nähere dich Fort Mercer. Ja. Und es ist nochmal, ich habe dieses Spiel tatsächlich seit damals, seit Release, nicht gespielt. Das ist jetzt, wenn es 2011 rauskam, das ist jetzt 12 Jahre plus her. Und ich habe dieses Spiel geliebt. Und es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das zu spielen, nachdem man die Story von Teil 2 kennt, die ja wie gesagt davor spielt und weiß, wie es zu diesen ganzen Geschehnissen hier von Teil 1 gekommen ist. Ich bin echt hyped. Ich bin echt hyped, das wieder zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange nicht gespielt habe. Hallo? Jemand zu Hause?
come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Das stimmt nicht. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore Hat aber me? ganz schön abgenommen, der gute Bill. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Es war aber auch ganz schön dumm, muss ich sagen. Rettet ihn. Mit der Dame sind wir vorhin zugefahren. Neue Freunde, alte Probleme. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You see my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind.
Ja, wir wurden gerettet. Wie John schon sagte, er kannte Bill vor langer Zeit. Ich glaube, Red Dead Redemption 1 hier spielt 1911, glaube ich. Und Teil 2 spielt 1899. Da liegen also ein paar Jährchen zwischen. Genau, ungefähr genauso lange wie zwischen den beiden Teilen. Und ja, man merkt schon, John hat wahrscheinlich eine etwas dunklere Vergangenheit, die ihn jetzt wieder einholt. Das ist so cool. Es ist so cool. Ich habe eben vor der Aufnahme noch Red Dead Online gespielt und ich bin genau hier durchgeritten. Es ist so krass. Ach ja. Miss McFarlane? Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Na, dann wollen wir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, das so ruckelt ein bisschen bei mir. Man ist in der Aufnahme nicht so was zu sehen. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. Weil das Spiel ist halt auch schon über 10 Jahre alt. I'll Ne? show you around the property. Und für die PlayStation 3. Oh, das Pferd ist eigentlich echt nice, das Schwarze. Kann ich das bitte einfach behalten? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like Ihr a habt auf fine jeden Fall eine corral. I riesige suspect Ranch. you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to Nicht die Hühner erase. platt treten! That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Ich möchte bei Bonnie bitte bleiben. Change is only good when it makes things better. Mo. Come on, boy. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Es ist schon krass, ne, wenn man sich so Amerika vorstellt, wie alles halt einfach aus dem Nichts gestammt wurde. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Ist schon krass. Ich meine, klar, auch wenn die Geschichte Amerikas halt echt auch eine ziemlich blutige Vergangenheit hat. Mit den Ureinwohnern und sowas, die vertrieben wurden, aber... Oh! Ich finde es schon sehr beeindruckend, wie halt sowas hier... Also wie die Leute wirklich hier ins Nichts gekommen sind und einfach aufgebaut haben. How about a cold drink, Mr. Marston? Oh ja, den hätte ich jetzt Thank you, wirklich gern. Heute ist mega warm. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarlane. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Na Sure. klar. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ich versuche in die Gespräche übrigens nicht ganz so krass reinzureden. Also gerade am Anfang gibt es viel Dialoge. Ich hoffe mal, We'd best get moving. This is a dangerous time ihr of night verzeiht, dass for ich us. etwas ruhiger bin währenddessen.
Steige auf dein Pferd. Was haben wir denn jetzt hier? Einen Repetierkarabiner. John. Let's go. Das Keep Pferd ist your echt eyes schön, open ne? and try not to get yourself shot again. Alles klar. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Kann ich mir Well, with your vorstellen. trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ja, ich kann das ein bisschen verstehen, was Bonnie sagt, dass ihr damit wohler ist. Ich meine, ich glaube gerade als Frau zu der Zeit in dieser Welt, das war alles andere als einfach. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Na gut, kommen wir uns Get mal your um die rifle Häschen. out. It's about time these little thieves met their maker. Zack, Kill those little zack. fuckers. Und zack. Good shot. Na, da ist doch noch irgendwo einer. Ist der weg? Shot, Mr. Marston. Kann ich die häuten? Rabbits didn't stand a chance. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Oder nicht, die sind einfach despawned. Okay. Das wollte ich nicht tun. Die Steuerung ist ein bisschen... Die ist ein bisschen hakelig, wenn man eben Red Dead Online gerade spielt mit der Red Dead Redemption 2 Steuerung. Ich meine, es funktioniert alles ungefähr genauso. Aber es ist alles auch irgendwie ein bisschen hakeliger. Auch von der Bewegung des Charakters her. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot 'em Coyotes! before they get the animals. Erledige die Kojoten! Oh, haha, ich bin ein bisschen zu schnell. We got one. Hurry, I bet they're going Ich spiele das Ganze übrigens mit Gamepad natürlich. Da hat man zum Glück diese kleine Zielhilfe, dass die Gegner je nachdem automatisch anvisiert werden. Oh Gott! That coyote won't be fast. Ich glaube, in Teil 1 ist es auch noch ziemlich egal, mit was man die Tiere schießt. In Teil 2 muss man da schon Get rid of the coyote. manche Tiere mit I just bestimmten wish we Waffen could take all schießen. the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Okay. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little Ein experience in. bisschen, ja. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Ich will einfach hier so ein kleines Häuschen bekommen. Wenn du und dein Pferd getrennt werdet, Thank you for your irgendwas. help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Gute Nacht, Bonnie. Du kannst hier im Bett in deinem Zimmer schlafen legen, um das Spiel zu speichern. Das werden wir auch gleich mal tun. Du stellst einfach die Sektion später. Ich habe übrigens noch gar nicht geguckt, ob das mit dem Speichern alles funktioniert. In der Truhe im Zimmer findest du zusätzliche Munition. Aktuell ist der Level 1 von 3. Yes. Gucken wir mal hier rein. Da ist... Okay. Ein bisschen was dran. Manche Leute handeln sogar mit wertvollen Informationen über die nähere Umgebung, die in Karten oder Zeitungen zu finden sind. Können wir denn das Outfit wechseln? Wir haben hier ein paar Aufgaben, die wir erledigen können, die Herausforderungen. Okay, Marstons typische Kopfgeldjägerkleidung. Dann speichern wir doch mal das Spiel. Ich hoffe, das funktioniert alles. So, guten Morgen. Geht zu B auf der Karte, um mit Bonnie McFarlane zu sprechen. Na, das machen wir doch jetzt noch. Ist noch sehr früh am Morgen, glaube ich. Man kann ja den Pferd pfeifen.
Stimmt, man sieht in Teil 1 ja auch überhaupt nicht sein Leben, ne? Das rechts ist die Dead-Eye-Anzeige. Hi, Pferd. Guten Morgen, Bonnie. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. Lange Geschichte. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Na, dann go, Bonnie. All right, I'll show you how we ride round these parts. Na, das werden wir noch sehen. Es ist doch noch ziemlich früh, wenn der Mond noch da oben steht. Na komm, reiten wir jetzt in den Sonnenaufgang. Weg, du Huhn. Easy now. Easy On the now. count of 3. Okay. 3, 2, 1, go! Oh, ey, du bist ein bisschen zu früh losgelaufen. Gentlemen, about this. Lady, das ist nicht in Ordnung so. Reite gegen Bonnie rum in die McFarlane Ranch. Don't look back. I'm coming up behind you. Ja, ich merke das schon, Bonnie. Ich glaube, links ist eine Pferdeausdauer, ja. Da muss ich mich aber dran gewöhnen. Das ist ein bisschen anders. This sure beats milking cows. Let's go. Okay, flieg. Almost injuries feeling, Mr. Marston. Ich würde sagen, wenn man gerade angeschossen wurde, sollte man vielleicht nicht hier jetzt ein Rennen machen, wo man komplett durchgeschüttelt wird. Oh, auf Straßen auf den Pferd schneller. Gehst du da weg, Bonnie? You're not as bad as I thought you'd be. Come on, boy. Ach komm! Was willst du, was Pferd denn? Okay, das... Okay. Okay. Du doofes Pferd. Das Pferd wirft einen ab, wenn man zu viel spammt. Na komm her, Schnucki. How's it feel getting beaten by a lady? Ah, was tust du denn? John! Call yourself a dangerous outlaw? Giddy up! Yeah. This is gonna be close. Bonnie, nein! Ah, ich spreng dich ab, Schnucki. Komm, geh weg. Come on. Da. Oh Gott, ist das ungewohnt, das Reiten im Vergleich zu 2. Jingle those spurs, Miss McFarland. Go. How you doing back there? Na, John hat auf jeden Fall Spaß. Should I wait for you to catch up? Alter, wie riesig ist die Ranch eigentlich, dass wir da gerade rumreiten? Would you like me to slow down? Ich darf nicht so schnell spammen, glaube ich. Ich muss ein bisschen langsamer drücken einfach. Und dann so kürzeren Abständen, längeren Abständen. Nein, Bonnie, du bist hinter mir, aber... Come on. Da, das nächste ist das Ziel. Let's go. Tudum. Whoa!
That was fun. Ja, Sure. sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ruhm plus 20. Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Armadillo sprechen. Gib dich zum M auf deiner Karte. Wir können auch direkt bei Bonnie weitermachen. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, war es das jetzt aber erstmal mit der ersten Folge von Red Dead Redemption. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust auf das Projekt. Ich habe auf jeden Fall momentan richtig, richtig Lust auf Red Dead Redemption. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und bye, bye.